Ich bastel heute mit euch ein Geschicklichkeitsspiel und ich sag euch, nicht nur das Lenken mit der Murmel durch das Labyrinth bringt Spaß, sondern auch schon das Suchen der Sachen dafür und das Basteln natürlich auch. Los geht's! Für das Spiel braucht ihr Holzspieße, Papier, Dinge für die Hindernisse, zum Beispiel Korken, Steine, Muscheln, Tannenzapfen, Zweige oder ein paar Erdnüsse. Dann braucht ihr noch Bastelfarben, Pinsel, eine Schere, ein Wasserglas, einen Filzstift, ein Cuttermesser oder ein anderes scharfes Messer, Murmeln, ein Kartondeckel, zum Beispiel von einem Schuhkarton und Klebe. Ich schneide jetzt als erstes die Stöcker zu. Genau, und bei den Stöcken könnt ihr dann einfach kleine Stücke überall draus schneiden, ein bisschen anritzen und einmal abknacken. Und den Korken hier halbiere ich auch nochmal. So sieht das dann aus. So, jetzt braucht ihr die Bastelfarbe und dann könnt ihr eure Hindernisse nach Lust und Laune bemalen. Ich piekse dafür den Korken erstmal auf den Schaschlikspieß. Dann kann man das besser bemalen, ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Und ich male den jetzt hier einfach mal weiß an. So, wenn ihr den fertig bemalt habt, könnt ihr den zum Trocknen in ein Glas stellen. Zwischendurch schön den Pinsel immer sauber machen. Und dann male ich dem Stein ein paar Punkte auf. Da legt ihr das auch zum Trocknen zur Seite und dann bemale ich jetzt hier einen Stock mit Streifen. Dafür einfach den Stock ein bisschen drehen und den Pinsel an der gleichen Stelle lassen. So könnt ihr da ganz einfach Streifen drauf malen. So, dann mache ich ein paar gelbe Streifen dazwischen. Und schon sieht das Stöckchen viel schöner aus. Und dann lege ich den auch zum Trocknen zur Seite. Als nächstes bemalt ihr euren Kartondeckel von innen in der Farbe, die ihr schön findet. Ich habe jetzt hier mir schon so ein Türkis angemischt. Und dann bemalen wir den jetzt. So, fertig ist das Ding und jetzt legt ihr ihn nochmal zum Trocknen zur Seite. So, auf ein paar Hindernisse male ich jetzt Gesichter drauf. Dann könnt ihr da erstmal weiße Punkte drauf machen für das Äußere vom Auge. So, 2 Punkte. Dann male ich ihm noch einen Mund und Haare. Dann lege ich es wieder zum Trocknen. So, der Muschel hier male ich auch Augen auf. Für die Gesichter ist es übrigens einfacher, wenn ihr einen feinen kleinen Pinsel habt, weil das ja kleine Details sind, die ihr drauf malt. So. Und dann male ich meinem Korken, der jetzt mittlerweile getrocknet ist, auch noch ein Gesicht auf. Sieht doch so lustig aus. Den stelle ich jetzt wieder zum Trocknen in sein Glas rein. So, und wenn in der Zwischenzeit die weißen Augen getrocknet sind, male ich dann noch kleine Pupillen auf. So sieht das Ganze dann aus. Und der Muschel male ich mit Schwarz 2 Punkte auf als Pupillen. Vielleicht findet ihr draußen ja sogar Sachen, die aussehen wie ein Tier. Ich habe zum Beispiel einen Stock gefunden, der aussieht wie ein Krokodil. Und dann habe ich noch ein bisschen nachgeholfen mit Farbe. Ich klebe meinen Steingesichtern jetzt noch Nasen auf. Dafür habe ich so kleine Steine gesucht. Und dafür mache ich einen Klebeklecks auf den Stein drauf. Und drücke den kleinen Stein an die Stelle, wo ich die Nase hinhaben möchte. So sieht das dann aus. Manche der Steine habe ich auch noch mal angemalt. Bei der Klebepistole geht das ganz schnell mit dem Trocknen der Klebe. Wenn ihr eine andere Klebe benutzt, dann müsst ihr es zum Trocknen noch mal zwischendurch zur Seite legen, bis das haftet.
Wenn alles getrocknet ist, kannst du anfangen, die Hindernisse in den Kartondeckel zu legen. Und dann fängst du am besten oben an und arbeitest nach unten vor, bis ein verästelter Weg für deine Murmel entsteht. Wenn ich alle meine Hindernisse hingelegt habe, dann teste ich nochmal mit einer Murmel, ob ich auch überall durchkomme. Ganz vorsichtig natürlich, weil die Sachen sind ja noch nicht fest an dem Karton. Einmal so ein bisschen durchrollen. Roll, roll, roll. Und wenn ihr überall einmal mit der Murmel durchgerollt seid, dann könnt ihr anfangen, mit der Klebe Stück für Stück von oben nach unten die Sachen festzukleben. Ich fange jetzt hier mal an mit diesem Stöckchen. Für diese Murmelbahn braucht ihr auf jeden Fall einen richtig festen Kleber. Prittstift hält da wahrscheinlich nicht, wenn ihr einen Stein an dem Spiel festkleben wollt. Und weiter geht's. Zum Schluss schreiben wir noch einmal Start und Ziel auf ein Blatt Papier. Das kleben wir dann später in unsere Murmelbahn. Dann schneiden wir das aus. Und dann schauen wir, ob das in unser Spiel reinpasst. Der Start ist noch ein bisschen groß, das schneide ich noch ein bisschen kleiner. So, wir kleben einmal hier oben Start hin, da wo die Murmel reinkommen soll ins Spiel. Und hier unten Ziel, da wo sie hin soll. Fertig ist die Murmelbahn. Und dann probieren wir doch mal unsere Murmelbahn direkt aus. Ich lege hier oben bei Start eine Murmel ein. Wenn ihr die Schwierigkeit noch etwas erhöhen wollt, könnt ihr auch mehrere Murmeln gleichzeitig durch das Spiel führen. Ganz schön knifflig. Und jetzt nichts wie raus, Hindernisse suchen. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr in euer Spiel einbaut. Krokodile oder irgendwas anderes. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.